Wir beginnen unsere Reise nach Japan, durch die 3 größten Städte und auf die Insel Okinawa. Auf der Suche nach der einzigartigen Küche Japans, beeindruckender Kultur und dem Geburtsort des Karate. Nach 14 Stunden Flug kommen wir müde an und werden von der tropischen Hitze überrascht. Also es ist currently 8:02 Uhr. Wir sind gerade gelandet. Wir sitzen jetzt in der Monorail und sie schaut sehr kitschig aus. Mach mal kurz so. Erster frisch gepresster Orangensaft auf dem Start. Vom ersten Onigiri bis zu unserem Spaziergang im Zen-Garten, umgeben von Wolkenkratzern. Wir haben hier eine ganz besondere Langkäferkostung. Eine leicht herbe Note und das relativ so kräuterhaftes. Ich würde einen Schuss Milch gut tun, aber andernfalls so. Tokyo Hotel Room Tour. Es ist klein, aber fein. Mit preisträchtiger Aussicht wie die gesamte Skyline von Tokio. Dem wichtigsten Bauteil, der Klima, dem Bad. Willkommen zu unserem 4. Tag 7-Eleven Haul. What did we got? Extra soft boiled egg. A Japanese steamed bread of egg. So fluffy. Tuna mayonnaise, red salmon and salt onigiri. A coffee. The most Japanese looking coffee, which is blazingly hot. Okay, another 7-Eleven haul with non-sweet cafe latte. It's really good. We tried it yesterday. A new onigiri with soy sauce and broth, and it looks a little bit charred, but I'm curious to know how it tastes. The sweet potato dumplings. Unser nächster Halt war das Samurai-Museum, um mehr über Schwertkampf zu erfahren. Auch Shuriken werfen war Teil der Experience, was sich als schwerer entpuppte als gedacht. Zum Abschluss wurden wir dazu angehalten, diese ehrwürdige Kampfkunst mit unseren Bildern definitiv zu entehren. Weiter geht es durch Ueno zum Nationalmuseum von Japan und zum ersten Snack. Mitarashi Dango. Wow, gut. Nach einer Stunde in der Schlange kommen wir endlich in das Teamlabs Tokio rein. Eine unglaubliche Welt aus Lichtern und Tönen. In jedem Abschnitt wurde ein anderer Duft verwendet, was die Experience noch individueller machte. Rainbow water. Jetzt fühle ich mich von Ages. Dingsbums. Na, wie heißt der mal? Ja, hast du recht. So, wir befinden uns hier im L'Octante. Der Café ist allgemein gut, macht wach, vor allem nach dem ganzen Stress in Shibuya. Es gibt keine Parkbänke. Die ganzen 7-Elevens haben keine Seating Location, was echt ungut ist, aber manchmal besser als bei Mauer. Definitiv eins der klassischen Instagram-Dinge, also Overhype und Unspersal. Unser nächster Stopp ist im klassisch japanischen Kawaii-Stil, ein Animal Café. Wo ein ganz besonderes Tierchen auf uns wartete. Chin mit dem Chin.
Keine Sorge, nach 2 Stunden Arbeit kamen die Tiere in einen speziellen Ruhebereich. Schnuffeln mit deinem anderen Chin. Like that. Wir besuchen den größten Schrein in ganz Japan. Shabu Shabu Experience. Als Fußgänger ist Tokio wirklich eine Traumstadt. Man hat fast nie Autos, die auf der gleichen Straße fahren und hat wunderschön breite Wege. Als Geheimtipp hat uns auch das Conveyor Belt Sushi sehr überzeugt. Nach dem Schock unserer ersten Erdbebenwarnung genehmigten wir uns eine Pause im Onsen. Aber das war uns zu fad und deswegen schmissen wir uns sofort in den Don Quixote-Wahnsinn. Wir sagen mal Ciao zu Tokio und fahren mit dem Shinkansen, den angeblich schnellsten Zug von ganz Japan, obwohl er doch etwas langsamer war als der Alborak in Marokko. Wir kommen aber perfekt pünktlich zum nächsten Dango in Kyoto an. Konnichiwa. Wir sind jetzt hier in Kyoto in einem traditionellen Ryokan und folgt mir für die Roomtour. Ein Steingarten. Drüben ist Laundry Room und ab hier ist No Shoe Zone. Das sieht man. Da muss man die Schuhe ausziehen. Hat Hausbatschen. Und hier beginnen die Tatami-Matten. Das ist unser Zimmer. Und Lehmwänden, sehr dünnen Lehmwänden. Tatami-Matten. Die Futon-Betten. Ein kleines Bad, Reisstroh gemacht. Das ist die Blanks zur Seite schiebt, dann kommt man in so einen kleinen Garten. An unserem dritten Tag in Kyoto machten wir uns zum Fushimi Inari-Schrein auf. Unglaublich spannend zu beobachten. Die Zirkaden machten ein richtiges Konzert. Wir hatten Matcha-Tee, eisgekühlt, aber sehr süß. Wir präsentieren der erste ungesüßte Automaten-Matcha zum selber shaken. Er riecht gut. Definitiv der beste bis jetzt. Er ist aber relativ säuerlich. Von den frittierten Babyaalen fuhren wir direkt weiter zu einer traditionellen Teezeremonie und danach ging es weiter zum Nachtmarkt. Das erste Mal Wagyu Beef zu probieren. Heute machen wir einen Tagesausflug nach Uchi, der Hauptstadt des Matchas. Es war so cool, wir haben unseren eigenen Matcha gemahlen. Und der schmeckt wirklich noch einmal besser als jeder gekaufte. Er war halt einfach frisch. Extremst frisch. Meine Matcha-Meisterin genießt ihn natürlich deutlich mehr als ich. Wir kommen danach mit dem Zug in Nara an, einer der witzigsten Städte. Im Park laufen einfach überall wilde Rehe herum. Einfach, als wäre es ganz normal. Quietschen, fressen Kekse, überfallen dich, wenn sie sehen, dass du Kekse hast. Richtig lustig. Und sie verbeugen dich, weil sie gelernt haben, dass sie dadurch noch mehr Kekse bekommen. Aber sie gehen dich auch an, wenn du dich nicht verbeugst. Wow. Heute erkunden wir die Altstadt in Kyoto, das Viertel Gion. Es war bis jetzt der heißeste Punkt in ganz Japan.
Also die Hitze war wirklich brutal und ohne meinen Sonnenschirm wäre ich wahrscheinlich gebraten geworden. Der Matcha hier war nicht ganz so gut, weil das meiste eher Touristenmatcha war. Also süß, wenig Geschmack, aber grün. Immer noch auf der Suche nach dem besten Matcha kamen wir zu Ippodo Tea House, ein sehr traditionelles Teehaus, wo ich auch den ersten Koicha probiert habe, ein sehr dickflüssiger Matcha, wo ich sogar aus den Resten in der Chawan meinen nächsten Matcha machen konnte. Wow, der Koffeinkick war groß. Teemeisterin approved. Wir kommen mit unserer Bento-Box in Osaka ein. Einer sehr modernen Stadt, wo definitiv die Tradition nicht mehr so stark wirkt und die Leute viel offener sind. Und mein absolutes Highlight, der Stadtteil Dotonbori in Osaka. Das ist diese unglaublich beleuchtete Straße in der Nacht. Es ist an manchen Stellen so hell, es könnte fast taghell sein. Und überall riecht es nach Takoyaki. Und als es nicht mehr verrückter werden konnte, fuhren wir tatsächlich in einem Don Quixote mit einem Riesenrad. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ein Riesenrad in einer Don Quixote-Filiale. Crazy, aber so cool. Leider wurde mir auf unserer Durchreise durch Kobe das Frühstückstakoyaki verwehrt, aber wir sind nun am Flughafen nach Okinawa. Und damit konnte ich mir einen Lebenstraum erfüllen. Okinawa ist nämlich der Geburtsort von Karate, meiner größten Leidenschaft. Und es stellt sich heraus, dass dieser Ort durch so viele schöne Ereignisse der besonderste Halt dieser Reise wurde. Und unser bester Matcha Latte dieser Reise war der Automaten-Matcha im Hotel. Schon bitter. Wir besuchten einige Karate-Denkmäler der alten Meister und wanderten auf ihren Spuren, was faszinierend war. Danach wollten wir das Karate-Museum von Hokama Sensei besuchen, was sich als schwieriger als gedacht herausstellte und wir an diesem Tag leider kein Glück hatten. Die alten Meister fanden einen Weg und haben uns es doch ermöglicht, schlussendlich zu Hokama Sensei zu kommen. Aber davor hatten wir noch einen extremst coolen Stopp beim Schrein von Busaganashi, der Karate-Gottheit, und ein Spezialtraining bei Yagi Sensei. Heute machen wir einen Schnorcheltrip zu einer kleinen benachbarten Insel. Am Weg dorthin haben wir sogar einen anderen Reisenden, den Julian, getroffen. Und eines der Highlights im Schnorcheltrip war, dass sie uns Weißbrot gegeben haben, um die Fische zu füttern. Und die waren so hungrig, die haben manchmal sogar in den Finger gebissen. Das einzig leicht Unpraktische war, wir durften die Schwimmwesten nicht ausziehen und tauchen mit einer Schwimmweste ist ziemlich unmöglich. Ob das Brot ökologisch gesehen so sinnvoll war, ich weiß nicht. Es war aber definitiv sinnvoller Blödsinn, mit der Schwimmweste vom Boot zu springen. Den unglaublichen Milchtee vermisse ich einfach immer noch. Ein unglaubliches Highlight war auch das Karate-Museum, die Privatsammlung von Hokama Sensei. Unglaublich, mit Privattraining bei ihm selbst, und er hat uns auch eine eigene Kalligraphie gemacht. Die Bedeutung der Kalligraphie ist die Kata Sanshin. Und wie er uns auch sagte, ist dies die wichtigste Kata im Goju-Ryu-Karate-Stil, den ich auch selber betreibe. Eins meiner Bucketlist-Items war es auch, am Strand in Okinawa Karate zu trainieren. Und ich sag's euch, das war so unglaublich und die ein oder andere Freudenträne ist hier auch geflossen. 2/3 unserer Reise sind nun leider schon um. Wir nehmen Abschied von Naha und fliegen wieder zurück nach Tokio.
In uns schrie der Ruf der Wildnis. Deswegen machten wir uns auf zum Mount Takao, um endlich mal eine Wanderung in der Natur zu machen. Dort sahen wir auch ein Affengehege mit wirklich sehr vielen Affen, gingen zu einer echt schönen Tempelanlage, wo natürlich jedes Räucherstäbchen angezündet wurde. Und es gab Dango, unser besonderes Maroni-Dango. Wirklich eine Delikatesse. Aber der oft versprochene Mount Fuji-Blick vom Mount Takao wurde uns verwehrt, das heißt wieder nix. Und natürlich durfte Shibuya Crossing auch nicht fehlen, selbst wenn es dann doch eher nur eine sehr große Kreuzung war, aber mit vollem Elan. In Kamakura, im Kamakura Chacha. Der erste Matcha der Hoffnung hat wirklich gut zu sein, also Matcha Latte. Der ist gut. Der ist gut. Der ist Nice. sehr, sehr intensiv. Matcha Eis. Auf unserem letzten Daytrip nach Kamakura haben wir den größten Buddha Japans angeschaut. War schon echt beeindruckend. Und weiter ging es dann mit diesen typischen Studio Ghibli-Bahnen nach Enoshima, auch einer kleinen Insel, und die war echt cool. Die Höhle war auch sehr cool, aber es war absolut der heißeste Ort unserer ganzen Reise, und das, obwohl wir davor in Okinawa waren. Also da waren wir dann schon von der Hitze echt ein bisschen fertig. Und eine japanische Legende besagt, dass diese Höhle bis zum Mount Fuji reicht. So, Special Review. Das ist ein gegrillter Tintenfisch, gefüllt mit Reis, in Frühlingszwiebeln, etwas Mayonnaise und diese besonderen, so säuerlichen Sojasauce-Soße, ähnlich wie bei Takoyaki, ohne den Teig. Ziemlich gut und Takoyaki bleibt ein Favorit. Nach den ganzen Eindrücken, die wir immer aufgenommen haben, wollten wir endlich wieder mal was mit unseren Händen machen und haben last minute diesen Essstäbchen DIY-Workshop gebucht. War echt cool und hat so gut getan, wieder etwas zu erschaffen. Präzision mit jedem Schliff. Danach haben wir noch den Rest von Ginza erkundet und sind sogar zum Palast des Kaisers gefahren. Den kann man manchmal sogar besichtigen, aber heute war der Kaiser anscheinend da, also durften wir nicht rein. Heute ist bereits schon unser Abflugtag und wir sehen uns heute das Mirakan an, das Technik- und Wissenschaftsmuseum von Tokio. Unglaublich cool mit richtig vielen Robotern und interaktiven Ausstellungsmöglichkeiten und tatsächlich dem ersten veganen Essen in ganz Japan. Die Reise neigt sich leider dem Ende zu und wir haben extremst viel gelernt, so tolle Orte gesehen und auch gemerkt, dass es noch so viel zu entdecken gibt, dass wir definitiv zurückkommen müssen. Wir kommen nun mit sehr vielen neuen Eindrücken im Gepäck und vor allem Souvenirs wieder daheim an. 1, 2, 3, 4, Dun, 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 donkey, donkey, you're there.